Hey, schön, dass du eingeschaltet. Mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit bald 20 Jahren als Coach und Channel-Medium und möchte dir heute einen Einblick in meine Arbeit mitgeben. Ein Einblick in die Channel News Nummer 70, wo Saint-Germain mit uns ein sehr kraftvolles Ritual durchgeführt hat und uns noch einmal so ganz bewusst in Erinnerung gerufen hat, wie mächtig wir sind, was für ein unglaubliches Potenzial in uns steckt und was es bedeutet, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich wünsche dir also bei diesem Einblick jetzt viel Vergnügen. Ganz zu Beginn von diesem Livestream habe ich erwähnt, wo ich überall in nächster Zeit dann auch noch virtuell oder physisch anzutreffen bin, aber anschließend geht es dann los mit Saint-Germain. Ich wünsche dir viel Vergnügen und sage danke fürs Einschalten. Danke für deinen Kommentar unter dem Video, wenn es dir gefallen hat, und überhaupt danke für diesen konstruktiven Austausch hier auf meinem YouTube-Kanal. Danke. Guten Abend. Guten Abend, du wunderbare Seele. Wie schön, jetzt mit dir auf diesem Weg verbunden zu sein. Ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam jetzt einzutauchen in die Channel News Nummer 70. Was für eine Zahl. Was für eine runde, wunderbare Zahl. 70 Monate am Stück kommen wir immer wieder zusammen, halten gemeinsam die Energie und tauchen ein in eine gerade mal halbe Stunde in die Begegnung mit der geistigen Welt, in die virtuelle Begegnung miteinander. Schön bist du jetzt hier live mit dabei. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Weißt du, schöne Seele, deine Zeit ist etwas unbeschreiblich Wertvolles. Und sie uns in der Gruppe und somit auch mir zu schenken, das ehrt mich. Vielen Dank. Ja, vielleicht habt ihr es gehört, überall wird gemunkelt, es ist eine sehr anspruchsvolle Zeit und gerade jetzt sind wir wieder so in einer Phase drin, wo vieles auf uns eindrückt. Es ist irgendwie anspruchsvoll, ich höre von vielen, die sind zwar wirklich gut drauf, denen läuft's wie geschmiert, und dann gibt's andere, die werden echt hart geprüft. Und wenn wir das müssen weiter hinausschauen, so in die Länder um uns herum, dann sehen wir, dass es jetzt ganz wichtig ist, auf der einen Seite aktiv zu sein, für unsere Werte einzustehen und gleichzeitig das eben auf eine Weise zu tun, wie wir das eben schöpferisch nennen. Ja, und wie geht das? Wie gesagt, ich hoffe, ich habe es schon mal dem Saint-Germain angemerkt, ich hoffe jetzt mal, er geht darauf ein. Aber bevor wir in dieses Channeling jetzt gemeinsam eintauchen, möchte ich dir einfach noch kurz sagen, wo du mir in nächster Zeit virtuell und sogar physisch begegnen kannst. Denn die Sommerpause ist um, es beginnt wieder von neuem. Ich bin voller Freude jetzt auf diese Zeit. Und dementsprechend möchte ich dir einfach mal sagen, am 15. diesen Monats, 15. September, kommt nicht nur das neueste Sterneninterview mit der Silke Schäfer raus, nein, es gibt an diesem Abend auch einen kostenfreien Livestream mit dem Channeling-Kongress, Team, natürlich nicht Channel News, da sind wir heute, nein, mit dem Channeling-Kongress. Da werden wir uns unterhalten über, ich habe es aufgeschrieben, die Magie des Übergangs, unser Tanz zwischen Licht und Schatten. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ich da in diesem Gespräch dann von meiner Seite her beitragen darf. Es ist, wie gesagt, ein kostenfreier Livestream. Du findest sicher im Channeling-Kongress YouTube oder auf ihrer Webseite schon Infos dazu und ganz bald natürlich auch bei uns. Aber das ist noch lange nicht alles, denn schon zu Beginn jetzt des Oktobers, nämlich am 3., gibt es einen Online-Workshop zum Thema Beziehungen und Partnerschaften beleuchten. Denn wir sind jetzt in dieser Sommer-Challenge ziemlich intensiv durch dieses Gebiet hindurch gewandert und jetzt wollen wir doch dann gemeinsam mit Saint-Germain mal gucken, wo wir dann so stehen und was wir daraus lernen können und vor allem, wie das weitergeht und wie wir lichtvoll unsere Partnerschaften und Beziehungen beleuchten können. Und kurz darauf, am 8. Oktober in Persona in Zürich für einen Ganztagesworkshop zum Thema Zwischenextremen und Toleranz. Und ich glaube gerade Stichwort
Toleranz und die Extreme, die heute vorherrschen, die wollen wir doch gemeinsam vor Ort miteinander ein bisschen beleuchten. Auch dazu Anmeldelink, Informationen etc. findest du alles auf meiner Webseite unter der Rubrik Workshops zum Beispiel. Und dann am 10. Oktober sehen wir uns schon wieder virtuell online hier in den Channel News. Und jetzt gehen wir nicht weiter in die Zukunft, sondern kommen wieder zurück hier in die Gegenwart. Ich sage schon mal danke für diesen kleinen Ausblick, aber jetzt lade ich dich ein, mit mir gemeinsam den Sascha mal herbeizurufen. Es wird schon ganz schön warm bei mir hier. Der Sascha hat das so, seine Eigenart, es ist unglaublich Wärme, die er da in meinen Körper bringt. Seid ihr bereit? Ich gehe doch stark davon aus. Denn wir sind ja schon kurz vor dem Herbst. Oder ist schon Herbst? Nein, noch nicht so wirklich. Aber irgendwie doch ist schon sowas in der Luft. Und das ist immer eine gute Zeit zu meditieren. Ich habe dir im Anschluss hier noch einen Link vorbereitet für eine Meditation, eine kostenfreie, die auf YouTube ist, mit der Mutter Maria. Aber es sollen wir wirklich loslegen, nicht wahr? Also, ich lade dich ein, schließ deine Augen und atme bewusst und tief ein und aus und fühle so richtig gut, richtig schön in deinen Körper hinein. Werde ganz präsent, schöne Seele. Nimm einfach wahr, was in dir gerade so los ist. Atme. Und lächle. Und lade mit mir gemeinsam unseren Freund, den Sascha, ein in deine Gegenwart, in unsere Mitte. Ich wünsche dir meinerseits schon mal von Herzen viel Vergnügen. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude. Was für eine unglaubliche Freude du mir jetzt gerade bescherst. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ehrt mich, diesen Augenblick jetzt mit dir gemeinsam zu schöpfen, denn die Schöpferkraft steht sehr im Zentrum dieses Herbstes und sehr im Zentrum deines ganz persönlichen Abschnitts des Lebens. Die Schöpferkraft entfalten, dieses Potenzial, dein Potenzial zu erkennen. Es ist mir eine Freude, heute Abend in dieses Thema mit dir gemeinsam einzutauchen. Und was wir heute ganz besonders tun wollen, ist tun. Also machen. Nicht nur denken, nicht nur meditieren, wie ihr manchmal so unbewusst denkt. Manche von euch auch sagen, sondern wir wollen ernsthaft tun, etwas für diese Welt. Und lass mich dir jetzt gleich mal eine Frage stellen, welchen Teil in dir haben die eben gesagten Worte abgeholt? Gibt es einen Teil in dir, der fühlt sich bestärkt? Ja, endlich mal was tun. Gibt es einen anderen Teil, der da findet, ich dachte, ich wäre genug mit meinem Sein? Was geht in dir vor, geliebte Seele? Nimm doch einen Atemzug und lass genau das, was jetzt da ist, mal da sein. Versuch es nicht zu bewerten, sondern es einfach da sein zu lassen. Und ich will dir gleich mal erklären, was ich heute gerne mit dir tun möchte. Ich möchte gerne einen Anker setzen in der Zeit, in der Gesellschaft, einen Anker, der magisch anzieht, einen Lichtpunkt, der Wandel herbeiführt, einen Lichtpunkt, der durch seine Stärke und seine Präsenz sich magisch auf euch auswirkt. Dazu ist es aber wichtig, wirklich wichtig zu verstehen, dass du eine unglaubliche Verantwortung trägst, wenn du einen solchen Lichtpunkt setzt.
Denn es wird eintreten, was du gebietest. Fühlst du dich dem gewachsen? Frage ich dich, geliebtes Kind. Frage ich deine Seele, lächelt sie mich charmant an und sagt, selbstverständlich, dafür bin ich geboren. Frage ich dein menschliches Ich, deswegen sagte ich, mein Kind. Vielleicht bin ich dazu bereit, vielleicht auch nicht. Ich hoffe es doch mal, das ist ja eigentlich meine Aufgabe. Oh, und du spürst schon, da könnte ein ganzer Wortschwall, eine ganze Meinung dazu in dir wach werden. Mit dieser Frage, sind wir bereit? Können wir das? Können wir die Verantwortung für das, was geschieht oder für das, was wir setzen, in der Zukunft übernehmen? Und als weitere Frage will ich an dich richten, was tust du denn gerade jetzt? Was tatest du gestern, vorgestern, was tatest du heute? Naja, natürlich will ich nicht unbedingt jetzt konkret deine Taten wissen. Ich möchte sehr viel mehr, dass du dir bewusst machst und beobachtest, wie bist du mit den Situationen in deinem Alltag umgegangen? Wie bist du mit dir umgegangen? Als Person? War das freundlich oder eher schikanierend bis manipulativ? Oder wie bist du damit umgegangen mit deinen Mitmenschen in der Begegnung? Denn es ist ja jetzt schon so ein bisschen knatschig. Ne? Also die Energie ist intensiv. Also wie bist du mit deinen Mitmenschen umgegangen? Entspricht das deinen Werten? Haben deine Handlungen, deine Worte, deine Taten deinen Werten entsprochen? Ja oder nein? Aber wenn du sagst ja oder nein und sprich darauf antwortest, bitte ich dich, das nicht zu bewerten. Es ist einfach nur faktisch unter ja oder nein einzuordnen. Was ich damit meine ist, du übernimmst ständig die Verantwortung. Zumindest ist es Teil deiner Aufgabe, Mensch zu sein. Mit dem, was ist, einen lichtvollstmöglichsten Umgang zu finden. Und aus meiner Sicht, und darüber lasse ich nicht mit mir diskutieren, tust du das wunderbar. Bestmöglichst. Du hast so viele Jahre darauf trainiert, so viele Leben darauf hingearbeitet, auch wenn diese Aussage nur mäßig stimmt, denn es geschieht ja alles gleichzeitig. Also alles, was ist, alle Dus, mal Mehrzahl gesprochen, die da einst existent waren in den vergangenen, aus deiner Sicht, aus deiner heutigen Sicht, an den vergangenen Zeiten, alle diese Du zusammen wirken bestmöglichst auf diesen Moment ein, auf diesen Aufstieg, auf diesen Wandel. Deswegen kannst du sehr viel tun im Moment und im Augenblick. Und dafür brauchst du gar nicht so sehr auf die Straße zu gehen und deine Stimme erheben. Aber du kannst. Und wenn du dich dazu berufen fühlst, ich wiederhole, dann erhebe deine Stimme. Stärke das, was deinen Werten entspricht. Und es ist eine ganz große Aufgabe, die jetzt da auf euch zukommt, wirklich für diese Werte einzustehen. Und ich will dir heute einen Weg zeigen, einen geistigen Weg, wie du das wirklich ganz lichtvoll umsetzen kannst. Vielleicht ist dir in letzter Zeit auch begegnet, dass deine Gedanken, deine Träume, deine Wahrnehmungen mit der Realität manchmal sehr übereinstimmen, manchmal auch sehr weit entfernt sind. Darüber mach dir keine Gedanken. Wenn es ganz weit weg ist oder überhaupt nichts mit deiner jetzigen Realität zu tun hat, dann wisse, dass du manchmal halt auch in verschiedene Dimensionen Einblick hast. Im vergangenen Leben plötzlich etwas in dir aktiv ist oder eben ein paralleles Universum Informationen zu dir kommen, denn du bist eine große Einheit und du lernst jetzt als die Seele und der Mensch, der du hier jetzt auf Erden bist, das große Ganze in dir zu halten und zu verstehen. Deswegen steh für deine Werte ein. Sei ein Anker in der Zeit. Für all deine Anteile mögen sie gereinigt und gewaschen nach Hause finden, zu dir, in dieses Jetzt, in diesen heiligen
Momenten, in welchem ich dir jetzt begegnen darf.